Heute werde ich euch eine Osterdeko-Idee zum Aufhängen zeigen und auch erst einmal herzlich willkommen auf meinem Kanal an dieser Stelle. Ja, und als Basis werde ich jetzt gleich diese Birkenzweige verwenden. Ihr könnt aber auch genauso gut für das Projekt andere biegsame Zweige verwenden, zum Beispiel Weidenzweige. Das sind jetzt im Übrigen 2 Bund Birkenzweige, welche ich bei uns auf dem Wochenmarkt erworben habe. Ja, und vielleicht hat ja der ein oder andere von euch ein bisschen mehr Glück und kann sich seine Birkenzweige halt einfach im Garten schneiden. Ja, jedenfalls werden diese Gummibänder hier noch im Laufe des Prozesses entfernt werden. Ich nehme die jetzt mal zusammen, die 2 Bund Birkenzweige, und die werden jetzt mit Bindedraht aneinander befestigt werden. Ich ziehe jetzt auch den Draht gleich so stramm, wie es irgendwie geht, und werde das Ganze so 5 bis 6 Mal mit dem Draht umwickeln. So, jetzt verfreme ich aber den Anfang des Drahtes hier schon mal an dem bereits dran gewickelten Draht, auch schon mal gut stramm ziehen. Vom Anfang lasse ich jetzt auch schon mal ein gutes Stück hier hinausschauen, damit es mir im besten Falle gleich auch nicht wieder verloren geht. Wenn das der Fall sein sollte, ist jetzt auch nicht schlimm. Und dann ziehen wir es jetzt hier mal ordentlich stramm mit dem Bindedraht. Die Farbe des Drahtes ist jetzt auch vollkommen Wurst, ne? Ob ihr jetzt einen dunklen nehmt wie ich oder einen pinken, ist jetzt echt erstmal egal. Den Bindedraht jetzt noch nicht abschneiden und den Anfang des Drahtes wickele ich jetzt hier um diesen Draht auch noch mal ein paar Mal drumherum, damit es halt nicht im schlimmsten Fall gleich auseinandergehen kann. So, das macht auf mich jetzt schon mal einen guten Eindruck. Frieme mir jetzt die beiden die beiden Birkenbunde mal wieder auseinander. Immer so etwas den Draht im Auge behalten. So, haben wir euch jetzt gescheit getrennt. Mal eben Lucky Lucky. Und biegt mir das Ganze jetzt nach unten hinweg. So, festhalten. Bindedraht ist jetzt immer noch am Start. Und wickel das Ganze jetzt hier schon mal wieder fest. Das mache ich gleich mit der Seite, genauso wie mit dieser Seite hier. Aber man braucht auch ein bisschen Muckis in der Arme. Ich merke das hier gerade. Auch wieder gut stramm ziehen. Ich gehe da jetzt so 3 Mal drumherum, sicher ist sicher. Jetzt nehmen wir das Ende hier, knicken uns das auch mal wieder zurecht. So dass es so einigermaßen gleichmäßig ist, muss aber jetzt hier nicht wirklich zu 100% sein. Und auch wieder gut festwickeln. Im besten Falle weiß man auch noch, wo der Anfang des Drahtes ist. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, verloren. Ich werde ihn aber gleich mal wieder rausfriemeln. Ich glaube, ich sehe ihn. Da vorne ist er. Ich werde jetzt mal diese Gummibänder entfernen. Ich würde die aber an eurer Stelle einfach mal aufheben für andere Projekte. Die kann man immer ganz gut gebrauchen, die Gummibänder. Ja, und dann mache ich mir jetzt auch mal Gedanken, wie ich das Ganze gleich weiter dekorieren möchte. So sieht das Ganze jetzt aus und den Bindedraht habe ich auch noch nicht abgeschnitten. Den braucht man jetzt gleich, um die weiteren Materialien halt befestigen zu können. Ja, und erfreulicherweise habe ich hier auch noch den Anfang des Drahtes wiedergefunden. Wenn das jetzt bei euch mal nicht der Fall sein sollte, dann einfach den Bindedraht nachher an dem bereits dran gewickelten Bindedraht, befestigen. So, und als weitere Materialien werde ich jetzt gleich Heidelbeerkraut verwenden. Das lege ich mir jetzt hier auch schon mal zurecht. Dann habe ich hier getrocknete Weidenkätzchenzweige. Die stammen noch aus einem vorherigen Projekt. Nehmen wir mal 3 Stück. Lege die jetzt hier so versetzt erstmal drauf. Werde sie jetzt gleich natürlich auch noch einkürzen. So, mal eben hier Lucky Lucky, ob das Ganze so schon mal gut aussieht. Ja doch, macht auf mich jetzt schon mal einen ganz guten Eindruck. Wobei hier noch mal eben einmal justieren. So ein paar Puschel, die fallen dann halt auch im Laufe der Zeit leider nun mal ab, wenn die halt eingetrocknet sind. Aber für dieses Projekt reichen diese getrockneten alten Weidenkätzchenzweige jetzt wirklich noch aus. Und wickel das jetzt mal 2 Mal mit meinem Bindedraht fest. Ich ziehe jetzt auch wieder gut stramm. Ich würde da immer 2 Mal erstmal drumherum wickeln, dann hält das Ganze auch immer schon mal besser, als wenn man jetzt nur einmal drumherum wickelt. So, dann kommt jetzt mein Schleierkraut hinzu. Muss ich jetzt auch noch zurechtschneiden. Zack. Können wir jetzt hier ruhig so lang lassen. Das ist jetzt auch schon ein paar Wochen alter Schleierkraut. Ich hatte das jetzt einfach in so einem kleinen Glas mit Wasser gestellt und habe das dann jetzt hier wirklich in meiner Werkstatt gelassen. Auch hier mal drauflegen, justieren. Wie gefällt euch die Optik? So, dann nehmen wir jetzt hier mal die wilde Möhre hinzu. Diese überschüssigen oder zu langen Stiele, die schneide ich erst gleich ab, wenn ich das Ganze hier so eingearbeitet habe, wie ich das halt ja für schön empfinde. Ich würde das jetzt nicht voreilig alles schon abschneiden, dann könnt ihr nachher immer alles noch machen.
Anfang des Drahtes, geh du mal dahin, nicht, dass ich den hier gleich wieder verliere. Ist auch echt manchmal so eine Sache, ne, diesen Bindedraht halt wieder zu finden. Ich bin am Überlegen, nee, noch mehr Materialien arbeite ich da jetzt nicht ein. Ich übertreibe auch immer ganz gerne. Wicke die beiden Sachen jetzt auch mal wieder fest. Zweimal, ist immer besser. So, gehen wir noch einmal hier drum herum. Zieh gut stramm. Jetzt schneide ich meinen Bindedraht ab. Guck mal, wo ist jetzt hier der Anfang? Im besten Falle. Und verfreme die beiden miteinander. So, mal auch nochmal hier verzwirbeln. Überschüssigen Draht, den schneide ich mir jetzt mal einfach ab. Wobei, man kann den hier eigentlich auch dahinter hineinstecken. Muss man jetzt gar nicht unbedingt abschneiden. Mal eben schauen. Ich achte jetzt aber auch darauf, bei dem Draht, dass dieses Ende oder halt der Anfang da nicht irgendwie so, ich sag mal, hervorlugt. Nicht, dass das im schlimmsten Fall noch eine Tür zerkratzt. Ne? Sicher ist sicher. Deswegen darauf achten, dass der Draht nicht irgendwie so scheuern kann, ne? Der Anfang und halt das Ende. Ja, und jetzt kann man sich mal wieder Gedanken machen, wie man noch weiter dekorieren möchte. Wobei, ich bin hier gerade einen Tacken zu weit. Zack, 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 zack. Ja, mit Steuerkraut können wir noch etwas kürzer schneiden. So, mal eben schauen. Ja, jetzt mache ich mir mal Gedanken, wie es hier weitergehen soll. Den Bindedraht werde ich jetzt mit diesen getrockneten Gräsern vertuschen. Ihr könnt aber alternativ auch genauso gut einfach dann Schnur dafür verwenden. So, ich will jetzt mal hoffen, dass das Ganze hier auch gleich so klappt, wie ich das haben möchte. Liegt das Gras jetzt hier echt nur so drumherum und versuche jetzt mal auf der Rückseite so einen kleinen Knoten hinzubekommen. Ist jetzt letzten Endes auch ein bisschen friemelig. Ich hatte das vorhin einmal selber ausprobiert, ob das jetzt mit diesen Gräsern überhaupt noch geht. War auf jeden Fall in meinem kleinen Probelauf vorhin machbar. Gut stramm ziehen, vielleicht schaffen wir sogar einen Doppelknoten. Dann läuft man aber, was soll ich jetzt sagen, dann läuft man aber auch nicht mehr Gefahr, dass der Draht da nachher irgendwo dran rumscheuern kann. Weil man hat ja dieses Gras da hinten dran, ne? Das hatte ich bei mir im Garten entdeckt oder geschnitten im Garten. Ich hatte da halt so eine Ecke, ne? Da war das Gras halt wild am Wachsen und ich hatte das vor ein paar Tagen dann einfach mal abgeschnitten und habe es zum Trocknen beiseite gelegt. Auch das sieht doch ganz niedlich aus, das Ganze. Ich bin noch am Überlegen, ob ich hier gleich mit der Heißklebepistole einfach hier hinten Heißkleber dran machen werde. Ich glaube, das mache ich nachher auch einfach. Und ich habe es ja schon erwähnt, Heißklebepistole. Ich habe jetzt ein paar Wachteleier und die werden jetzt wirklich nur easy peasy mit der Heißklebepistole, je nachdem wie man es gerne haben möchte, dann einfach halt befestigt werden. Ich habe mich jetzt hier gerade irgendwie ein paar Mal verhaspelt, ne? Jedenfalls, die werden mit der Heißklebepistole hier gleich dran eingearbeitet werden. Man kann das jetzt auch hier oben einarbeiten. Und was ich euch auch noch erzählen wollte, wenn jetzt bei euch so ein paar Zweige hinausspringen sollten und ihr mögt das nicht, einfach mal so unten drunter hier einarbeiten, ne? So hineinstecken, dann steht da nachher auch nicht mehr wirklich so viel ab. Je nachdem, ne? Ist ja sowieso immer alles letzten Endes Geschmackssache. Und ich habe vergessen, meine Heißklebepistole schon mal anzustellen. Ja, da muss ich jetzt 10 Minuten selber erstmal warten. Für euch geht es ja dann direkt weiter, aber ich denke, ich werde das machen. Hier hinter sicherheitshalber auch noch etwas Heißkleber mit dran zu machen, damit das Ganze halt nachher auch wirklich daran gut hält. Würde ich aber auch machen, bevor ihr die Wachteleier befestigt, ne? Sonst drückt man sich das ja nachher kaputt. Ich habe jetzt noch spontan mit der Heißklebepistole diesen kleinen Osterhasen befestigt. Ja, und ansonsten bin ich mit meiner Deko dann auch soweit fertig. Ach, und was ich euch noch sagen wollte, meine Deko wird später direkt an einem Nagel aufgehangen werden. Von daher war das jetzt in meinem Fall unnötig, da zum Aufhängen jetzt noch irgendwie ein Band dran zu befestigen. Wie üblich findet ihr alle benötigten Materialien für das Projekt auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach, bye!